Liebhaber aus der Türkei. Wir sitzen hier in einem Park an einem See, in so einem Picknick-Pavillon. Und es ist etwas sehr typisch Türkisches, dass man mit der Familie hier zum Picknicken herkommt. Also hier sind bestimmt auch fast 50 Stück und am Wochenende ist hier wahrscheinlich alles voll. Wir sind jetzt schon hinter Istanbul, weiterhin auf dem Weg nach Georgien. Und inzwischen sind wir schon in den Bergen angelangt und deshalb ist es jetzt auch richtig nebelig. Und es war seit langem mal wieder unter 20 Grad bei uns im Van. Richtig krass. Ja, also es ist mal wieder richtig frisch. Wir müssen sogar Pullis tragen. Nachdem wir gestern ziemlich platt waren von dem ganzen Fahren der letzten Tage, haben wir uns mittags spontan entschieden, einfach hier zu bleiben und hier auch die Nacht zu verbringen und wurden dann direkt mit der türkischen Gastfreundschaft belohnt. Wir haben nämlich Fari kennengelernt, der erst bei uns vorbeigekommen ist und dann haben wir da drin gesessen und ein paar Snacks gegessen und irgendwann sind wir dann zu ihm, durften sogar duschen und haben gemeinsam Çiğ Köfte gegessen und Chai getrunken. So haben wir jetzt schon ganz viel über das türkische Leben und die Türkei gelernt und das werden wir euch mal so im Laufe des Videos ein bisschen erzählen. Okay, wir fahren dann jetzt aber erstmal los, raus aus dem Nebel, durch die türkischen Berge. Mal sehen, was wir noch hier alles so entdecken. Wen wir noch nicht kennen. Das erste, was wir gelernt haben, war auf jeden Fall zu der Maut, weil wir haben ja hier extra diesen Mautkleber, den wir der Post besorgt haben. Man braucht eine türkische Handynummer und man kann nur in Bar bezahlen, also völlig aufwendig. Und an den Mautstationen, da war auch immer ein Schild, dass man mit Bar oder Karte zahlen kann. Und einmal, weil unser Geld anscheinend alle war, konnten wir sogar dann mit Karte zahlen. Also an sich braucht man das gar nicht. Und was uns dann auch erzählt wurde, ist, dass wir mit einem deutschen Kennzeichen können wir rein theoretisch, wenn die Schranke offen ist, auch einfach durchfahren. Und auch bei Blitzern können wir einfach vorbeifahren. Weil nach Deutschland schicken die das sowieso nicht. Aber lieber mal auf Nummer sicher gehen, weil wir kennen ja hier nicht so die Regeln und die Gesetze und wie die Polizei so ist. Und wir wollen ja auch nochmal hier einreisen. Also machen wir das jetzt. Und jetzt müssen wir halt aber nochmal zu der Post rennen, weil das Guthaben alle ist, um das dann wieder aufzuladen und unsere Schulden zu bezahlen. Jetzt ist es landschaftlich auch schon viel schöner. Seit der türkischen Grenze bis hinter Istanbul war es eigentlich nur landwirtschaftliche Felder und zwar jetzt nicht so schön, vor allem so Metropolregion Istanbul, sehr viele kleine Städte und viel Verkehr. Und jetzt haben wir hier tolle Aussicht, tolle Berge. Macht auf jeden Fall jetzt auch ein bisschen mehr Spaß, hier Auto zu fahren. Was wir an der Türkei total spannend finden und was auch ein Grund dafür ist, dass wir jetzt hier sind, ist, dass wir schon ganz viel türkische Kultur aus Deutschland kennen. Deswegen fühlt sich das hier auch irgendwie gar nicht so fremd an, weil wir zum Beispiel ganz viel essen schon können oder die Sprache schon ganz viel gehört haben, nicht verstehen. Aber trotzdem ist es nicht so eine unbekannte Sprache wie zum Beispiel Griechisch für uns war. Und eine Sache, die wir in Hamburg schon auch gerne gegessen haben, aber jetzt auch nochmal in der Türkei essen wollten und von Fari da erklärt bekommen haben, wie man das richtig macht, ist Çiğ Köfte. Das sind so Bulgur-Patties mit Salat und Wrap. Und das ist vegan und ich zeige euch jetzt mal, wie das gemacht wird, weil wir das so beigebracht bekommen haben. Also man zerteilt diesen tollen Wrap, tut dann großzügig Salat da drauf, dann ein Stück Çiğ Köfte, dann ein bisschen Zitrone überzieht das Ganze und die legendäre Granatapfelsoße. Und dann rollt man das Ganze einfach, macht es am Ende einmal zu und genießt. Zur Mittagspause auf unserem Weg durch die Berge haben wir jetzt hier an diesen Reisfeldern gehalten und ich habe noch nie Reisfelder im echten Leben gesehen. Und generell finden wir es total spannend, dass wir jetzt gerade lang fahren, weil das, glaube ich, hier auch eher eine Region ist, wo nicht so viele Touristen unterwegs sind und wo man ganz viele neue Facetten der Türkei entdecken kann. Das ist hier voll das Sammelparadies. Hier sind überall reife Kirschen zu finden. Und sonst gibt es hier noch Walnussbäume und Feigenbäume, die Sachen sind aber noch nicht reif. Und bei uns, wo wir parken, gibt es sogar noch einen Maulbeerbaum, da kann man auch schon Sachen pflücken. Ist total, ich finde das immer, ist ja auch nicht total geil, rumzulaufen und so einfach Früchte der Natur selbst ernten zu können, die so wild wachsen.
Was für ein idyllischer Morgen hier auf dem Land, beim Dorf, zwischen den Reisfeldern und diesem Fluss. Richtig schön. Die Kühe sind da auch schon wieder vorbeigelaufen. Und jetzt machen wir mit den Kirschen, die wir gestern gesammelt haben, Pancakes mit Kirschen zum Frühstück. Wir haben noch so einen ganzen Bottich vegane Schokocreme und die tue ich jetzt einfach auf diese Kirschpancakes, weil dann sind das so wie Schwarzwälder Kirschpancakes. Da haben wir nämlich in Griechenland auch echt oft Eis gesehen, was irgendwie wie Schwarzwälder Kirschtorte, oder im Supermarkt gab es sogar auch fertigen Kuchen. Und das ist eine richtig tolle Kombi. Selbstgepflückte Kirschen und Schokolade und Pancakes. Was will man mehr? Wir sind jetzt in Samsum am Schwarzen Meer angekommen, mussten uns schon ein bisschen durch den Stadtverkehr kämpfen und werden jetzt unsere Erledigung machen und uns die Stadt anschauen. Jetzt haben wir wieder Geld, sieht ein bisschen aus wie ein Euro, und wir sollen uns mal dran angewöhnen, unseren Reisepass immer mitzunehmen, weil er wollte meinen Pass sehen. Hatte ich nicht dabei, aber ich hatte zum Glück noch meinen 5 Jahre abgelaufenen Perso. Jetzt haben wir wieder Bargeld. Geilo. Jetzt können wir zur Post gehen. Yeah, das Schwarze Meer. Ich war noch nie am Schwarzen Meer. Und es ist gar nicht schwarz, es ist richtig blau-türkisfarben. Und zum Mittag haben wir uns Sesamringe bei so einem Straßenverkäufer mitgenommen. Wir wollten eigentlich nur 2, aber das hat er nicht so ganz verstanden. Oder die können vielleicht auch immer nicht wechseln, weil wir hatten nur so einen 10-Lire-Schein. Und jetzt haben wir 5 bekommen. Ja, aber wir haben dann den Schein gegeben und er hat uns einfach so viele Sesamringe dafür gegeben, wie das Geld halt wert war. Aber ist auch okay. Ja. Was wir noch gelernt haben, ist, dass man vorher immer nach dem Preis fragen sollte, wenn man essen geht oder eigentlich überall, weil sonst bekommt man immer noch mehr und mehr und mehr, muss das aber alles mitbezahlen. Oder halt auch nochmal handeln, also wenn man irgendwas shoppt, also weiß ich nicht, einen türkischen Teppich oder auf so einem Bazar ist, dann ist es, glaube ich, ziemlich normal, dass halt gehandelt wird. Ja. Und man kann natürlich auch den hohen Preis bezahlen, aber man kann halt auch versuchen, da ein bisschen noch den Preis runter zu handeln. Generell sollte man auch nicht überrascht sein, wenn man als Touri nochmal andere Preise bekommt, oder wir waren den einen Tag tanken und dann hieß es halt irgendwie, ja, unsere Visakarte wird hier nicht angenommen und das wäre voll das Problem in dieser Region, ob wir nicht in Euro zahlen wollen würden. Ja, ja. Und dann waren wir halt so ein bisschen so, das glauben wir jetzt nicht, dass an einer Shell-Tankstelle keine Karte funktioniert, und sind dann halt weitergefahren und da ging es dann halt total normal. Also wahrscheinlich wollte da einfach jemand, dass wir in Euro sehr viel mehr bezahlen und er dann halt ein bisschen mehr Geld bekommt. Das muss man einfach wissen und ein bisschen danach handeln. Wir sind ja durch diese Mautstation gefahren und unser Guthaben war leer, deswegen wollten wir jetzt bei der Post den Rest wieder aufladen. Aber die konnte irgendwie nicht nachschauen, wie viel wir bezahlen müssen, sondern sie kann einfach nur aufladen. Aber wir wollen ja jetzt nicht unnötig Geld da aufladen, was wir dann nie verwenden. Jetzt müssen wir noch mal raussuchen, wie viel wir bezahlen müssen oder ob die bei einer anderen Post das irgendwie machen können. Hallo aus der Zukunft. Ein paar Tage später waren wir noch mal bei einer Post. Die Angestellte dort konnte sogar Englisch und hat uns sehr viel weitergeholfen. Wir haben dann jetzt noch mal 50 Lira aufgeladen, obwohl wir sogar noch ein bisschen was auf unserem Konto hatten. Also richtig verstehen wir es immer noch nicht. Insgesamt haben wir dann so 400 Lire jetzt bezahlt. Das sind so etwa 20 Euro. Doch ein bisschen mehr als ich dachte. Aber naja. Okay, zurück zum Video. Nach Samsung sind wir dann in die Pampa zu einem Stellplatz gefahren. Nach Samsun haben wir uns jetzt irgendwo abseits der Autobahn in die Pampa gestellt. Aber wir haben vergessen, Wasser aufzufüllen. Wir haben jetzt hier aber so einen Brunnen gefunden. Ich glaube, man muss das so hochnehmen, ne?
mal machen. Ja. Bin ich dumm. Voll schwer. Oh ja. Einmal Durchfall bitte. Ist immer lustig, wir wollten gerade Abendessen und in der Türkei ist Wildcamp ziemlich schwierig, weil sofort immer Leute vorbeikommen. Jetzt ist ja gerade jemand mit seinen Kühen und hat uns angequatscht. Aber es ist halt echt schwer. Wir haben halt Google Translate und dann versucht man so ein bisschen zu sprechen, aber so richtig klappt es dann halt nicht. Und Mariano wurde sehr viel zum Whisky trinken eingeladen von jetzt schon 2 verschiedenen Männern. Bahçeden salatalık marul var. Yeşillik. Vereyim ben size burada yiyin. Misafirsiniz. Okay. Buradan alayım da vereyim ben ama uzak. Siz gelecek misiniz oraya ileri? He? Ne zaman gelecek? Şimdi gelecek mi? Es gibt Gurke und Salat aus dem Garten. Wir haben das jetzt nicht ganz verstanden, ob er uns jetzt Gurken aus seinem Garten bringen möchte oder Gemüse. Salat. Das ist halt voll spannend, weil die türkische Sprache ist, glaube ich, auch sehr bildlich und sehr höflich. Deswegen hat er, also die Übersetzung war dann irgendwie, lassen Sie mich einen Dienst erweisen und Ihnen Gurken mitbringen. Und das packt Google Translator halt manchmal nicht. Und dann geht das so schnell und dann kommt Google Translator nicht so hinterher. Ich weiß auch nicht, vielleicht sollten wir auch mitgehen. Ich habe keine Ahnung. Er hat dann auch zwischendurch über Kraftstoff geredet und dann wieder über Gurken und deswegen keine Ahnung. Wir sind jetzt ganz zufällig durch so ein Örtchen gefahren und da war eine Seilbahn und da kann man auf so einen Berg fahren und jetzt haben wir einfach mal gehalten, sind auf den Parkplatz gefahren und machen das jetzt. Jetzt machen wir so einen nicht ganz einen Tagesausflug, aber einen Ausflug auf den Berg und weil in der Türkei Picknicken ja voll das Ding ist, packen wir jetzt tolle Picknicksachen. So viel haben wir nicht, aber wir haben noch ein paar Brötchen, Apfel-Zimtkuchen und dann, damit Leute denken, wir sind auch gesund, Paprika. Ja, wir haben keine Ahnung, was es da oben gibt am Ende der Seilbahn. Aber wir fahren ja jetzt schon gefühlt seit einer Woche jeden Tag nur Auto und stehen dann irgendwo in irgendeinem Dorf rum. Und arbeiten da. Deshalb machen wir jetzt einfach mal irgendwas. Mal sehen, ob man mit Karte bezahlen kann. Cash. Aha. Gut, dass wir Bargeld haben. 100. 200. Okay, thank you. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Jetzt geht das hier hoch. Ui, das ist aber schnell. Oh. Oh. Hey, Freizeitpark. Toll. Oh Gott, das ist ja so eine Touri-Meile. Geil. Ich finde es ganz nice. Sieht ein bisschen aus wie, wo waren wir da? San Marino? Nee, doch. Wie heißt das doch. nochmal? Ja, San Marino. Sieht hier so ein bisschen aus wie in San Marino. Da haben wir nie wirklich was gefilmt, weil es war echt Wir haben ein was bisschen, gefilmt, wir haben es nur nicht veröffentlicht, Ja. weil wir es so komisch fanden. wir fanden es ein bisschen komisch, weil es war einfach so eine Straße mit ganz viel Touri-Geschäften. Danke. Oh wow. Und wir haben ja schon mal erwähnt, dass es voll viel türkisches Essen natürlich auch in Deutschland gibt. Aber es gibt auch voll viele Dinge, die mich total überraschen. Zum Beispiel Kumpir, das sind so gefüllte Kartoffeln, habe ich so oft schon in Hamburg gegessen und mir war einfach gar nicht bewusst, dass das was Türkisches ist. Und das ist voll cool, das jetzt so zu lernen. So, und weil wir richtig kindisch sind, gehen wir jetzt hier auf so einen Kletterspielplatz. Hey, der sieht aber wirklich richtig cool aus. Und wir haben Flipflops an, weil das haben wir nicht erwartet. Yeah. Und jetzt der letzte Test, ob wir überhaupt durch die Rutsche passen. Juhu! Bist du stecken geblieben? Nee, ich bin doch nicht gerutscht. Ach so. Ich habe ein bisschen Angst. So gut. Da war so eine Ecke, da sind meine Beine voll gegengekratzt, weil wir einfach so groß sind. Ja, die Kurven waren ein bisschen eng in dieser Rutsche. Ja, aber es war geil. Oder wir zu groß, wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Offensichtlich sind wir zu groß, weil es einfach für Kinder ist.
Wir haben uns schon die ganze Zeit gewundert, warum das Schwarze Meer heißt und haben uns da noch nicht informiert, weil es ist ja schon ziemlich blau und türkis. Aber ich glaube, jetzt habe ich die Antwort. Laura, komm mal her. Guck mal, weißt du, warum es Schwarzes Meer heißt? Nein. Ja, weil der Sand schwarz ist. Ja, geil. Oder? Guck mal. Boah, ist ja richtig schwarz. Ja, das ist ja richtig spannend. Hallo. Ah, das ist ja geil. Heute fahren wir mal auf den Campingplatz und weil Camping und Picknicken in der Türkei ja sehr groß geschrieben ist, gibt es von manchen Städten und Kommunen hier so neue richtige Campingplätze und die sind dann sogar kostenlos mit Wasser, Strom, Dusche, alles. Und das machen wir heute mal. Können wir da einfach so parken hier, ne? Ja. Ja, geil. Dann können wir uns noch mit den anderen Deutschen unterhalten. Aber die filmen uns auch schon wieder. Hallo! Und weil wir jetzt auf dem Campingplatz sind und nicht wild campen, machen wir auch mal was wir sehr selten machen. Wir haben nämlich auch eine Markise. Normal hat man da ja so ein komisches Ding dran, aber wir haben was richtig Schlaues. Das nennt sich, glaube ich, Kederschiene. Das ist so eine dünne Stange und das bauen wir jetzt mal auf. Okay, wie toll ist das denn? Picknickbank. Wir haben ein Dach für die Sonne. Da vorne können wir morgens Fitness machen. Und direkt am Platz haben wir sogar einen Wasseranschluss. Und theoretisch Strom. Dann bleiben wir echt eine Woche hier, ne? Toll. Naja, und da hinten sind noch Duschen, die müssen wir uns mal angucken. Dusch. Oh mein Gott. Das ist ja richtig krass. Oh je, das Wasser läuft aber raus. Die nicht. Das hat niemand gesehen. Wir lassen den Abend jetzt ganz entspannt auf diesem Platz ausklingen, gehen nochmal duschen, haben schon mit verschiedenen Leuten gequatscht und werden da auch heute Abend wahrscheinlich uns mal mit ein paar treffen und unterhalten. Ja, richtig nett hier. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Gülle, Gülle. Gülle, Gülle. Bis zum nächsten Mal. Gülle, Gülle. Ist doch nicht so ein Bild, wie das geht. Also macht man jetzt so. So glaube ich nicht, oder? So. Ah ja, so. Yeah. Boah, ich fühle mich schon allein durch die Bewegung richtig fit und so sportlich. Ich habe noch Lachflash, aber kann ich aufhören, weil du weitermachst. Yeah.